Stell dir vor, es ist Frühling 1945 und vor 2 Jahren hast du Adolf Hitler bei einer Jugendveranstaltung gesehen. Damals wirkte er unantastbar, voller Siegeszuversicht. Heute ist das Bild ein völlig anderes. Die deutschen Streitkräfte befinden sich an allen Fronten auf dem Rückzug. Im Osten drängt die Rote Armee unaufhaltsam vor und im Westen rücken die Alliierten vor. Du stehst in Berlin mit einer abgetragenen Uniform und einem Gewehr in der Hand. Und der Befehl lautet, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Hallo, ich bin Herr Müller und in diesem Video erkläre ich dir, wie der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Wir betrachten die militärischen Entwicklungen, das Leiden der Zivilbevölkerung und die Gründe, warum sich der Krieg bis in den Mai 1945 hinzog. Natürlich einfach erklärt. Los geht's! Kapitel 1: Der Rückzug im Osten. Nach der entscheidenden Niederlage in Stalingrad 1943 begann der unaufhaltsame Vormarsch der Roten Armee. Ganze Städte und Dörfer mussten geräumt werden. Berichte über deutsche Kriegsverbrechen in der Sowjetunion ließen in der deutschen Bevölkerung die Furcht vor sowjetischer Vergeltung wachsen. Millionen Menschen flohen im harten Winter Richtung Westen. Diese Fluchtbewegung zählt zu den größten in der europäischen Geschichte. Kapitel 2: Der Rückzug im Westen. Im Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie, auch bekannt als der D-Day. In meinem letzten Video bin ich darauf näher eingegangen. Einen Link dazu findet ihr oben in der Infobox. Die Alliierten befreiten in den darauffolgenden Monaten Frankreich, Belgien und Teile der Niederlande. Die Wehrmacht musste sich Schritt für Schritt zurückziehen. Im Dezember 1944 versuchte Deutschland mit der Ardennenoffensive in Belgien und Luxemburg die Alliierten überraschend anzugreifen und die Front zu spalten. Anfangs hatten die Deutschen damit Erfolg, doch Treibstoffmangel, schlechtes Wetter und die schnelle Reaktion der Alliierten führte zum Scheitern. Nach dieser letzten großen Offensive im Westen war der Krieg für Deutschland endgültig aussichtslos. Trotz der klaren Niederlage hielt die NS-Propaganda an der Hoffnung auf den Endsieg weiter fest. Kapitel 3: Die Niederlage in Afrika und die Offensive in Sizilien. 1943 hatten die Alliierten Nordafrika erobert. Das deutsche Afrikakorps kapitulierte nach verlustreichen Kämpfen, weil Nachschub fehlte und die alliierten Truppen immer stärker wurden. Um von Süden her in Europa Fuß zu fassen, landeten britische und amerikanische Truppen im Juli 1943 in Sizilien. Diese Offensive zwang Italien zum Umdenken. Mussolini wurde gestürzt und die neue italienische Regierung wechselte die Seite. Für Deutschland bedeutete das nicht nur den Verlust eines wichtigen Verbündeten, sondern auch die Öffnung einer weiteren Front im Süden, zusätzlich zu den Fronten im Osten und im Westen. Italien war nicht der einzige Verbündete, der ausstieg. Andere Staaten wie Rumänien und Bulgarien wechselten ebenfalls die Front, als die Rote Armee näher kam. Kapitel 4: Der Widerstand gegen Hitler. Auch in Deutschland wuchs der Widerstand. Das bekannteste Beispiel ist das Attentat vom 20. Juli 1944. Offiziere wie Klaus Schenk Graf von Stauffenberg wollten Hitler töten und den Krieg beenden. Der Plan scheiterte jedoch und viele Beteiligte wurden hingerichtet. Insgesamt gab es jedoch zahlreiche weitere Attentats und Umsturzversuche gegen Hitler. Mehr als 40 sind historisch bekannt, angefangen bei Einzelaktionen bis hin zu organisierten Verschwörungen. Nach dem 20. Juli 1944 verschärfte Hitler die Repressionen massiv. Regimegegner wurden verhaftet, in Konzentrationslager gebracht, gefoltert oder hingerichtet. Ganze Familien konnten in sogenannten Sippenhaft genommen werden, wenn ein Mitglied Widerstand leistete. Sein Ansehen in Teilen der Bevölkerung litt, vor allem bei denen, die das Ende des Krieges herbeisehnten. In seiner engsten Gefolgschaft und unter überzeugten Anhängern blieb Hitler jedoch bis zuletzt ein Idol. Kapitel 5: Der totale Krieg. Im Februar 1943 rief Propagandaminister Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast den totalen Krieg aus. Ziel dieser Rede war es, die gesamte deutsche Gesellschaft für einen vollständigen, kompromisslosen Krieg zu mobilisieren, ohne Rücksicht auf das zivile Leben. Das bedeutete, alle Menschen, alle Ressourcen, Fabriken und Transportmittel sollten nur noch für den Krieg eingesetzt werden. Frauen sollten vermehrt in der Rüstungsproduktion arbeiten, die Bevölkerung auf Lebensmittel und Konsumgüter verzichten und selbst Jugendliche und ältere Männer wurden für den Volkssturm eingezogen. Doch trotz dieser Maßnahmen brachen die Fronten zusammen und die militärische Lage ließ sich nicht mehr wenden. Kapitel 6: Alliierte Luftangriffe.
Ab 1943 flogen die Alliierten massive Luftangriffe auf deutsche Städte. Hamburg, Köln, Dresden, ganze Innenstädte wurden zerstört. Allein beim Feuersturm von Hamburg im Juli 1943 starben rund 40.000 Menschen. In Dresden verloren im Februar 1945 schätzungsweise 25.000 Menschen ihr Leben. Insgesamt forderten die Luftangriffe Hunderttausende zivile Opfer. Militärisch schwächten sie die Rüstungsproduktion deutlich, zerstörten Transportwege und Industrieanlagen. Dennoch konnte die deutsche Kriegsmaschinerie noch bis 1945 weiterkämpfen, wenn auch unter immer größeren Schwierigkeiten. Kapitel 7 – Der Einsatz der Wunderwaffen. Raketen wie die V2 oder die Messerschmitt Me 262 sollten das Blatt wenden. Sie wurden von der NS-Propaganda oft als Vergeltungswaffen bezeichnet, um den Eindruck zu erwecken, man könne die alliierten Bombenangriffe rächen. Technisch waren sie beeindruckend, aber sie kamen zu spät und in geringer Zahl. Von der V-Rakete wurden etwa 3000 Stück produziert und auf Ziele in Belgien, Großbritannien und den Niederlanden abgefeuert. Die Me 262 wurde in rund 1400 Exemplaren gebaut, kam aber wegen Treibstoffmangels und fehlender ausgebildeter Piloten nur begrenzt zum Einsatz. Trotz dieser Produktion reichten Menge und Einsatzzeit nicht aus, um den Krieg zu entscheiden. Kapitel 8 – Die letzten Kämpfe und Hitlers Tod. Im April 1945 trafen sich sowjetische und amerikanische Truppen in Torgau an der Elbe. Dieses Ereignis zeigte der ganzen Welt, dass Deutschland militärisch zwischen zwei übermächtigen Fronten eingekesselt war. In Berlin tobten die letzten Kämpfe. Straßenzüge wurden zu Frontlinien und die sowjetischen Truppen drangen unaufhaltsam vor. Am 2. Mai 1945 kapitulierte Berlin. Für viele Deutsche war dies das endgültige Zeichen, dass der Krieg in Europa zu Ende ging. Am 8. Mai 1945 unterzeichnete Deutschland schließlich die bedingungslose Kapitulation. Dieser Tag wird heute als Tag der Befreiung oder Victory in Europe Day bezeichnet und markiert offiziell das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Kommen wir zur Zusammenfassung. Am Ende des Zweiten Weltkriegs stand Deutschland vor unlösbaren Problemen. Die Wehrmacht musste gleichzeitig an mehreren Fronten kämpfen. Im Osten gegen die Sowjetunion und im Westen gegen die USA, Großbritannien und ihre Verbündeten. Ein entscheidender Wendepunkt war die Niederlage bei Stalingrad 1943. Ab diesem Moment geriet die Wehrmacht im Osten immer stärker in die Defensive. Im Westen folgte ein weiterer Wendepunkt: die Landung der Alliierten in der Normandie am D-Day 1944. Damit begann die Befreiung Westeuropas. Deutschland verlor außerdem wichtige Verbündete. Italien fiel bereits 1943 aus dem Bündnis heraus. Gleichzeitig zerstörten alliierte Luftangriffe viele deutsche Städte und große Teile der Infrastruktur. Fabriken, Wohnviertel und Verkehrswege lagen in Trümmern. Auch die sogenannten Wunderwaffen wie die Raketen V1 und V2 konnten das Blatt nicht mehr wenden. Sie richteten zwar Schaden an, hatten aber keinen entscheidenden Einfluss auf den Krieg. In den letzten Monaten des Krieges spielten Widerstand und Propaganda eine große Rolle. Einige Gruppen versuchten, das NS-Regime zu stürzen, während die Führung gleichzeitig mit Parolen vom Endsieg die Bevölkerung bei der Stange halten wollte. Am 8. Mai 1945 war schließlich alles vorbei. Deutschland kapitulierte bedingungslos und der Zweite Weltkrieg war in Europa zu Ende. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal, damit du keine spannenden und schulrelevanten Erklärvideos mehr verpasst. Im nächsten Video reisen wir zusammen in den Pazifik, um zu sehen, wie der Zweite Weltkrieg dort verlief. Bis bald, dein Herr Müller.